Ja, hallo liebe Freunde. Ich habe mich in Sludjanka mit Matthias getroffen. Wir fahren jetzt zurück nach Irkutsk, wo wir übernachten wollen. Und morgen am Freitag brechen wir in Richtung Krasnojarsk auf. Heute haben wir sonniges Wetter. Es ist Abend hier vor Ort. Es gibt Stau, stockender Verkehr. Das Wetter ist gut, aber vom Baikalsee zieht es trotzdem angenehm kühl. Ja, das ist der einzige Nachteil, kann man sagen. Der Baikalsee ist erst vor kurzem aufgetaucht. Das Wasser ist am kältesten momentan. Erst Ende Juli ist das Wasser im See relativ warm. Aber die Gegend hier sieht sehr schön aus. Mir gefällt diese Gegend sehr gut. Bald kommt der Pass Kultuk und von oben aus bekommen wir einen sehr schönen Blick auf den See. Bleibt gerne dran. Wir wollen jetzt ein bisschen tanken, bevor es weitergeht. Also, liebe Freunde, das Auto ist voll getankt. Wir verlassen den Ort Sludjanka und bewegen uns in Richtung Dorf Kultuk. Es gibt in dieser Gegend sehr viele LKWs. Das ist die einzige Autobahn, wo sie durchfahren können. Und ja, das ist eine Engstelle. Wegen den Bergen kann man die Straße nicht breiter machen. Das geht leider nicht. Wir fahren weiter. Die Gegend hier gefällt mir sehr. Das habe ich schon gesagt und werde das immer wieder wiederholen. Bald beginnt der Baikalsee und hier im Dorf Kultuk wird ein Kreuzfahrtschiff gebaut. Davon habe ich schon mal berichtet. Mal schauen, ob ich es diesmal filmen kann. Da drüben kann man die Werft sehen, das Kreuzfahrtschiff. Leider zu weit. Jetzt fahren wir durch das Dorf Kultuk. Ich war hier vor einem Jahr. In diesem Winter habe ich dieses Dorf und den Ort Sludjanka nicht besucht. Auf dem Kanal gibt es schon genug Videos von diesen Ortschaften. Aber jetzt bei so schönem Wetter möchte ich euch dieses Dorf noch einmal zeigen. Leider, das ist ein sehr armes Dorf. Hier ist nicht viel los und vom Baikalsee zieht es ziemlich kalt, muss man ehrlich sagen. Nur ab Mitte Sommer ist hier das Wetter angenehm. Und der Altweibersommer, das ist die beste Zeit hier. Vom Baikalsee zieht es warm und der Wald, die Bäume sehen sehr schön aus. Vom Ende August bis Ende September sieht hier die Natur besonders schön aus. Bald kommt der Pass Kultuk. Von oben kann man einen sehr schönen Blick auf den Baikalsee bekommen. Von Irkutsk aus pendelt ein Bus bis nach Sludjanka alle 2 Stunden. Also es ist kein Problem, von Irkutsk hierher anzureisen. Die Fahrt dauert 2 Stunden. Das ist sehr bequem. Jetzt möchte ich euch einige Häuser im Dorf Kultuk zeigen. Viele Häuser sind leider verfallen. Die Menschen verlassen den Ort
Hier gibt es keine Arbeit. Man arbeitet entweder bei der Eisenbahn oder im Tourismus, aber Tourismus ist hier nicht so aktiv. Jetzt geht's los. Jetzt beginnt ein schöner Blick auf den Baikalsee. Bleibt gerne dran. Sehr schön. Das ist ein echter Hingucker. Noch einige Aufnahmen vom Baikalsee, vom Pass Kultuk. Ich bin beeindruckt. So schön ist der See, sehr beeindruckend. Ja, liebe Freunde, wir fahren weiter. Jetzt bekomme ich schönen Blick auf das Berg, auf die Straße. Der Himmel ist bewölkt. Hallo Matthias, wie verläuft die Fahrt von Bagdarin bis Sludjanka ist verlaufen bis jetzt? Bisher ohne Zwischenfälle. Bis auf das ein Stein, mir ins Hinterrad dran geknallt ist bei Gegenverkehr, eine Stelle gemacht auf einer Felge. Nichts weiter passiert. Das Auto war mistig, du hast es ja gesehen, Juri, wir mussten das mal sauber machen. Von dieser Dreckstraße. Ansonsten der Wolga schnurrt wie ein Kätzchen, hat so gut wie keinen Ölverbrauch, Antifreeze nicht verbraucht, es tropft nichts raus. Was äußerst ungewöhnlich ist für ein russisches Auto. Aber die Werkstatt in Balowski hat bombische Arbeit geleistet. Sascha hat mir super geholfen. Ja, durch die Hilfe von meinem alten Natschalnik kann ich mir natürlich auch wegen der Terminvergabe. Alles perfekt. Der Wolga gleitet über die Straße dahin wie ein Schiff. Das Einzige, was ist, ich bin ein bisschen müde und bin noch ein bisschen hungrig. Freut mich zu hören, dass diesmal die Reise relativ reibungslos verläuft. Und das Wetter spielt mit, das ist auch ein großer Vorteil. Und ich kann bestätigen, im Auto, im Inneren gab es wirklich viel Staub. Ich musste so mit Handtüchern ein bisschen sauber machen. Ja, stimmt, aber das liegt nur an kleinem Straßenstück bei Bagdarin. Ansonsten gefällt mir das Auto auch gut. Wir fahren ziemlich schnell und sicher. Das Auto benimmt sich auf der Strecke sehr gut. Wir sind schon eine Stunde unterwegs von Sludjanka. Es bleibt noch eine Stunde etwa so bis nach Irkutsk. Matthias braucht Ruhe und morgen früh machen wir uns wieder auf den Weg. Von Irkutsk bis Krasnojarsk etwa 1200 Kilometer, wenn ich mich nicht irre. Also wir wollen morgen den ganzen Tag fahren. Bleib bitte mit meinem Kanal weiter. Morgen will ich viele Videos machen, einen Reisebericht. Also wir sehen uns. Ja, liebe Freunde, noch möchte ich euch schöne Landschaft in Sibirien zeigen. Viele Autos sind auf dieser Strecke unterwegs. Diese Straße verbindet Ost und West von Russland. Ich möchte euch diese Weite Sibiriens zeigen. Russland ist riesengroß, unendliche Weite. Herzlich willkommen in Sibirien. Noch eine Stunde bis Irkutsk. Was sind das für geisteskranke Idioten? Im absoluten Überholverbot überholen. Das kann es nur in Russland geben, so eine Scheiße. Da fällt mir noch russisch Matt dazu ein.
dir genauso. Disziplin kennen sie ja nicht. Hier gibt es keine Kamera und sie wissen das bestimmt und überholen trotzdem Überholverbot. Das ist noch harmlos. Ich habe genug erlebt auf russischen Straßen. Die fahren wie die Sau. Manchmal könnte man denken, die LKW-Fahrer werden persönlich vom Teufel gejagt. So fahren die hier. Besonders nachts. Noch möchte ich euch die Straße zeigen. Das ist eine so Schnellstraße, sehr modern. Wir fahren 100 Kilometer pro Stunde auf dieser Strecke. Wir fahren hoch. Wir nähern uns dem Ort Schelichow. Das ist der Vorort von Irkutsk. Dort wollen wir eine Rauchpause machen. Ich bin voll zufrieden, wie die Fahrt verläuft. Und das Wetter spielt mit. Das ist sehr wichtig. Da fällt mir was ein, Juri, ich wollte dich was fragen. Und wie bequem ist der Volga? Viel bequemer als Niva auf jeden Fall. Und wie laut? Im Inneren nicht so laut. Man kann angenehm sprechen und Entschuldigung. Volga ist auf jeden Fall angenehmer als Niva. Man sagte ja auch bei uns früher in der DDR, der Volga ist der sowjetische Mercedes. Das stimmt. Und die Russen sagen Korabel, weil er fährt nicht, de facto er fliegt. Man spürt beim Fahren, das Auto ist bodenständig. Man sitzt im Auto sicher. Und der Motorraum vorne ist stark genug. Das ist so auch ein guter Schutz. Man sitzt wie in einem bequemen Sessel. Die Motorhaube ist extrem lang. Du hast viel Material. Und ich habe ja selber schon einen Unfall erlebt mit einem Volga. Der Volga ist ein fahrender Panzer. Genau. Der macht jeden anderen zu Kleinholz. Also der Volga macht jeden anderen Kleinwagen, wie sagt man, zum Würfel. Frisch aus der Schrottpresse. Welches Modell ist das von Volga? Das ist der 31029, eigentlich mein persönlicher Liebling. Weil ich speziell diesen Motor liebe, diese Mechanik. Den Motor 402 mit dem Vergaser und das Fünfganggetriebe. Warum ist die Größe von Hubraum ist wichtiger als Pferdestärke? Ja, weil ich das schon oftmals gesagt habe. Wie hat es mal mein lieber ehemaliger Kollege Gerd gesagt, so treffend. Und dazu stehe ich heute noch. Und da bin ich voll seiner Meinung. Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum. Was bringt mir eine turbo aufgeladene Maschine, die, wenn ich einen Berg mit 12% Steigung und einen Hänger fahren muss, mit die Karre abstürmt, weil der Motor sich quält. Da liebe ich doch ein altes Auto, das schalte ich im Gang runter, tritt aufs Gas, der knurrt ein bisschen auf und dann zieht das Ding gnadenlos mit einer 50, 60 km/h hoch. Das ist einfach das, weil da ist Kraft. Kraft und Power kommt einfach aus dem Verbrennungsraum und nicht durch irgendwelchen elektronischen Mist, durch Booster, durch Chip-Tuning oder anderen Müll. Vor allem die Haltbarkeit der Maschine. So ein Motor macht ja locker, flockig vom Hocker, 500.000 Kilometer und mehr. Bei guter Pflege macht dann 1 Million, problemlos. Dann machst du alle deine 10.000 dein Ölwechsel, Filter, machst den Luftfilter sauber, kontrollierst die Zündkerzen, kontrollierst ein paar andere Sachen,
prüft aller im bestimmten Rhythmus das Ventilspiel. Ja, und der Knochen läuft. Ganz einfach. Welche maximale Geschwindigkeit hast du mit Volga erreichen können, aus deiner Erfahrung? Ich habe es mal getestet, der Fünfgang. Mit Berg runter, mit Rückenwind, mit DPS im Nacken und von der nackte Frau in der Sicht. 160 km/h. Aber dann ist es schon sehr anstrengend, das Lenkrad gerade zu halten. Sollte man nicht auf Dauer machen. Alles klar. Die beste Geschwindigkeit ist zwischen 80 und 90, dahin cruisen. Alles klar, danke für die Erklärung. Ja, wir sind jetzt im Ort Schellihof, machen eine Rauchpause, gehen einkaufen. Hier steht das große Einkaufszentrum mit Lebensmittelgeschäft Absolut. Das ist buryatische Kette für Lebensmittel. In einigen Minuten geht die Reise weiter nach Irkutsk. Ja, liebe Freunde, wir sind schon in der Stadt Irkutsk angekommen. Jetzt fahren wir am Wasserkraftwerk. Wir nähern uns meinem Bezirk Solnitschny. Ihr kennt ihn schon bestimmt aus meinen Videos. Ich habe ihn mehrmals gezeigt. Das ist mein beliebter Stadtteil, wo ich gerne wohne. Es wird dunkel schon. Morgen früh müssen wir uns auf den Weg machen. Endlich sind wir in meinem Bezirk angekommen. Der Volga ist geparkt. Super gut. Wir sind voll zufrieden mit der Reise. Danke für das Anschauen dieses Videos. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.